Ich liebe in der Frühjahrszeit die Tulpen. Tulpen sind für mich die ersten Blumen der Wahl, wenn es darum geht, Frühlingsdekoration zu machen und natürlich auch der Run auf Ostern. Herzlich willkommen bei Verkunstet. Wie man unschwer erkennen kann, möchte ich mit euch heute etwas mit Tulpen machen. Ich habe sie auch schon in den Händen. Sie sind wirklich meine Lieblingsblumen im Frühling. Ihr seht schon, ich habe mir extra schon einen ganzen Bund geholt. Und mit euch möchte ich heute etwas ausprobieren, und zwar Tulpen im Steckschwamm. Bevor wir uns dem Steckschwamm zuwenden, zeige ich euch mal, welche Materialien ich mir schon hier zurechtgelegt habe. Ihr seht hier schon ein ganzes Sammelsurium. Da werden wir wahrscheinlich nicht alles von brauchen. Ich habe hier natürlich meine Tulpen. Ich habe einmal so in Weiß-Rosé und in Rosé oder Pink, Lila, wie man es nennen möchte, weil ich diese Farben unheimlich mag. Ich habe hier Kirschblütenzweige, ganz frisch vom Blumenladen. Einmal Eukalyptus hier großblättrig. Wer es natürlich kleiner mag, kann es sich natürlich auch mit kleinerem Eukalyptus machen. Und Johannisbeerkraut. Bevor ich jetzt hier getötet werde, das Johannisbeerkraut habe ich von einem Bekannten bekommen, der gerade in seinem Garten Schnitt gemacht hat. Bitte nicht im Wald pflücken gehen, weil das ist eine Heilkräuterpflanze. Da sollte man nicht einfach im Wald irgendwas wegnehmen. Und naja, es ist auch nicht ganz so schön, dies im Blumenladen zu kaufen, habe ich mir sagen lassen. Deswegen war ich sehr glücklich, dass ich das so bekommen habe. Dann habe ich hier noch etwas Moos. Auch das Moos, seht ihr, das ist nichts Gesammeltes, sondern im Blumenladen gekauft. Einigen von euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich hier diese wunderschöne Kiste schon benutzt habe, nämlich zur Weihnachtszeit für unser Weihnachtsgesteck. Und ich habe mir gedacht, wunderbar, nehmen wir das doch mal direkt wieder für die Osterdeko, weil ich finde die Schublade einfach mega. Und ich habe auch hier die Folie drin gelassen, die vorher schon drin war, einfach zum Schutz, weil der Steckschwamm ist natürlich gewässert. Und ich habe auch den Steckschwamm benutzt, den wir Weihnachten hatten für das Gesteck, weil da waren jetzt so wenig Löcher drin, dass ich gesagt habe, einfach umdrehen, wässern und rein damit hier in die schöne Kiste. Ich habe bisher sowas noch nie gemacht mit den Tulpen. Wir schauen jetzt einfach mal, wie gut sich das verarbeiten lässt. Ihr seht jetzt schon, dass ich hier in diesem Tulpenarrangement immer so hingegangen bin, dass ich hier das Stück abgeschnitten habe, um einfach der Tulpe noch ein bisschen mehr Kraft zu lassen für den oberen Teil, um nicht hier unten auch noch die Blätter versorgen zu müssen. Und ich stecke es gut auch hier in den richtig gewässerten Steckschwamm rein. Der Vorteil ist hoffentlich, dass die Blumen erstens gut frisch waren, zweitens auch hier genug Wasser sich ziehen können, und ansonsten werde ich immer noch ein bisschen Wasser natürlich nachgeben. Was auch für mich jetzt auch klar war, ich brauche auf jeden Fall 2 Bünde Tulpen für hier dieses Gesteck. Man kann natürlich auch sagen, wenn man nicht so viele Tulpen machen möchte, nimmt man halt ein kleineres Gefäß. Ihr könnt ja mal schauen, was ihr habt, und vielleicht die Hälfte vom Steckschwamm. Aber ich finde, das macht es gerade eigentlich super schön, weil es sieht aus wie eine Blumenwiese, und das gefällt mir halt schon richtig gut. Als nächstes mache ich mit dem Heidelbeerkraut weiter. Da werde ich jetzt auch nicht alles von nehmen, aber einfach so, um das noch ein bisschen tuffiger zu gestalten.
Ihr seht schon, dass das bisschen Grün hier schon richtig viel ausmacht und dass es mich schon überzeugt hat, nicht noch hier einmal Eukalyptus und Kirsche einzubauen. Ich hatte mir das eigentlich so schön vorgestellt, hier noch so Kirschzweige reinzusetzen und auch den Eukalyptus, aber ich glaube, die Tulpen wirken hier mit diesem hier wirklich einfach für sich und es würde das einfach überfrachten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das hier noch reingetan hättet oder nicht. Mich würde das echt mal interessieren. Was wir aber noch machen werden, ist ein bisschen Osterdeko hier reinsetzen, aber nur was Kleines, damit es so ein bisschen noch den österlichen Charakter bekommt. Wenn euch das bis hierhin gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, darüber würde ich mich freuen. Das ist mein osterlicher Gruß, den ich mir oben bei uns ins Wohnzimmer setzen werde und ich finde ihn wunderschön. Wie gesagt, ich liebe diese Farben, dieses zarte Rosa und das etwas kräftigere Pink, Rosé, das gefällt mir schon richtig gut und wie das immer so ist, weniger ist mehr. Darum haben wir das jetzt ganz auch so gelassen, nicht noch mehr reingearbeitet, auch von der Deko. Ich habe nur so ein Häschen und ein paar Eier reingemacht, ein paar Federn und fertig. Ja, kann man natürlich voller machen. Wer es möchte, soll das auch gerne tun. Geschmäcker sind ja nun mal verschieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, schreibt doch mal in die Kommentare, habt ihr schon was mit den Tulpen gemacht? Ich würde das gerne mal wissen wollen. Was habt ihr mit den Tulpen gemacht? Es sind meine Frühlingsblumen. Ich liebe sie und vielleicht habt ihr ja noch so Anregungen für mich, was man mit Tulpen machen könnte. Lasst gerne einen Daumen rauf da. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Hier geht es weiter für die Ungeduldigen zu dem nächsten DIY. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss zusammen.